die Schoko, ich komme aus Graz und ich bin ein Drag King. Mein Name ist Katrin, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Graz und bin Elektrotechnikerin im normalen Leben, aber am Abend bin ich ein Drag King, bekannt als Yuka, bzw. Yuka Tatsila de Vil. Ich bin Alice Mo /Eric. Ich bin selber genderfluid und ich bin Queer Activist, vorwiegend mit Leib und Seele. Ich mache Postporn, ich mache Drag Kinging und ich engagiere mich auch im queeren Bereich. Ich habe Englisch studiert zuerst und studiere jetzt gerade Innovationsmanagement, weil ich in der Startup-Szene sehr viel unterwegs bin. Also das ist sozusagen mein Beruf, um mir auch Drag und alles leisten zu können und den quasi dann irgendwann einmal das Hobby zum Beruf machen und meine Leidenschaft. Zurzeit ist es aber noch bin ich in der Startup-Szene unterwegs, was auch sehr kreativ ist. Also es muss immer was Kreatives bei mir sein. Ich lebe auch von Workshops, ich lebe von sozialer Arbeit auch. Drag wäre für mich schön, wenn es ein Beruf wäre. Aber ich mache so viele verschiedene Felder. Für mich passt es, wenn ich überall da arbeiten kann, wo ich gern bin. Und ich würde schon sagen, dass Drag mittlerweile auch Tendenz steigend zum Beruf wird. Ich bin generell in meiner Freizeit sehr häufig am Videogames spielen, da es für mich nichts Besseres und Angenehmeres gibt, was ich machen kann. Also Videogames und YouTube schauen ist eigentlich mein Hobby neben dem Drag Art. Also Drag im weitesten Sinne ist eben Travestiersi, sich verkleiden, eine Hosenrolle zum Beispiel in einer Geschichte, dass man in eine Rolle schlüpft, in einen Charakter schlüpft, was man vielleicht jetzt so nie, also in der Geschichte auch nicht gekriegt hat, sehr lang. Vor allem als doch auch weiblich identifizierte Person, nicht lang. Und ich möchte aber, dass jeder Mensch, jede Person irgendwie einen Raum einnimmt, wo sie sich wohlfühlt. Also meine Drag King Persona heißt Liam Chocolate und sie ist entstanden 2019 und seitdem entwickelt sich die ständig weiter. Und der Liam ist ein ganz sanfter Typ, der eine Bad Boy Seite hat, die manchmal rauskommt. Und am liebsten ist er aber ein Romantiker und Schnulzenkönig. Und trotzdem aber eine Rampensau, also nicht ganz so wie die Schoko, die dahinter steckt. Die ist zwar auch auf der Bühne, aber dann meistens beruflich und dann eher nicht so die Sau rauslassen, sondern was präsentieren oder sonst was. Und der Liam, der hat aber voll Spaß auf der Bühne. Also in Bezug auf Drag Kinging bin ich eigentlich rückwirkend draufgekommen, dass ich schon länger Drag mache, als mir bewusst ist. Dass ich mir schon Bärte raufgeklebt habe und dass ich immer zwischen Geschlechternormen und Binaries unterwegs war. Ich habe halt kein Wording dafür gehabt. Und dass ich jetzt sage, aktiv sage, ich bin Drag King, hat damit angefangen, dass ich als erster Drag King, als erster Bewerber in dem Fall, beim Tuntenball in Graz vor 1,5 Jahren war mittlerweile. Und dann hab ich gedacht, ja, das ist ein Label, mit dem kann ich gut umgehen, mit dem kann ich leben. Yuka ist im Vergleich zu mir, ist er halt so sieht aus wie dieser typische E-Boy, also Gothic gemischt mit Fuckboy. Er wirkt so dominant und das Ganze, aber ist eigentlich so, habe ich dir wehgetan? Sorry, wollte ich nicht und richtig schüchtern. Aber er lebt auch sehr viel mit seiner Sexualität und tut auch sehr viel über das ganze Thema reden und das ist halt etwas, wo man ihn quasi als kleine Ho sehen könnte. An dem maskulinen Auftreten und am Drag King selber reizt mich einfach die Grenzen von Weiblichkeit und Männlichkeit auszureizen. Das heißt, wo hört das Weibliche auf und wo beginnt das Männliche? Also wann beginnen Menschen, dich als Mann wahrzunehmen? Wo erkennst du es nicht mehr, dass du eine Frau bist? Und bis wann nehmen sie dich noch als Frau wahr? Was ist das konkret? Also mich interessieren die Gender-Konstrukte extrem. Drag ist so vielseitig als Begriff. Für mich persönlich heißt es gute Unterhaltung, Verwandlungskünste und einfach Genderrollen einmal so richtig durch den Schlamm ziehen. Also es ist fast eine Satire von diesen Geschlechterrollen. Drag Queens überzeichnen das Weibliche, also Tussi und Pussy und Schminken und die Kings eben das übertrieben Männliche.
Hallo, ich bin der Liam. Dieses Männliche herauszukitzeln und dann auch übertrieben darzustellen, ist so spannend als Drag King. Und das typisch Männliche, das ist zum Beispiel eben die Breite, man sitzt da so da, ja, breitbeinig, man greift sich manchmal in den Schritt, ja? man steht mit Brust heraus da und man weiß einfach, man ist eine geile Sau. Und eben Muskeln spielen lassen, also das macht auch immer extrem Spaß. Oder einfach genau Vollbart, Brusthaar und diese Männlichkeit einfach zu porträtieren und zu überzeichnen, das auch einmal diesen Männern, die vielleicht das toxisch-maskuline an sich haben, auch einmal als Spiegel vorgehalten wird und gesagt wird, hey Jungs, ihr könnt schon so sein, wenn ihr wollt, aber es ist nicht das einzige Maß an eines Mannes, wie man sein sollte. Ich glaube, dass eben sehr viel Autofiktion bei mir mitspielt, dass da schon persönliche Sachen dabei sind, aber nicht so sehr. Es geht schon wirklich um eine Bühnenfigur immer mehr, dass man autobiografisch oder autofiktiv, sagt man in der Szene, Kunstszene arbeitet, das ist, glaube ich, normal unter uns gesagt. Das gehört ein bisschen dazu, aber es muss nicht sein. Ich habe auch Characters erfunden oder Perform-Characters, die ich überhaupt nicht mag. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr spannend. Also Eric hat ja eine Mörderentwicklung hingelegt auf der Bühne und ich transformiere ja auch gern auf der Bühne. Das heißt, Eric war ein strammer General, der dann gemerkt hat, Scheiße, ich bin bisexuell oder wie man das nennt und verdammt, irgendwie passe ich trotzdem auch körperlich nicht in dieses Klischee rein und hat dann diesen Schwenk gemacht zur Sohnin des Matriarchats und hat sich da quasi auch bei allen Frau-identifizierten Personen entschuldigt und seinen Prozess offengelegt. Und ich nehme mir diesen Raum gern. Ich sprich kritische Themen an und ich sage auch Characters, die ich vielleicht persönlich jetzt nicht mag, nimm mir's aber und bastel's mir so um, wie es passt. Also für mich ist das ein totaler starker Prozess, dass man sagt, die Entwicklung geht von außen nicht voran, okay, dann mache ich es selber. Selbstreflexiv würde ich echt sagen, zeigt dann das bewusste oder unbewusste Strukturen nochmal auf, an denen man echt auch gern arbeiten kann. Es zeigt dann anhand von den Reaktionen von Menschen auch, wo vielleicht da noch Points sind. Es macht schon extrem viel. Also es hat eine Wirkung und mit der Wirkung muss man dann halt auch umgehen. Man setzt sich schon was aus, ja. Man setzt sich echt was aus und man ist ein Medium in gewisser Weise. Ich freue mich, dass ich halt eine Frau bin, aber hin und wieder will ich auch eher mehr meine männlichen Aspekte eher mehr zeigen, statt sie zu verstecken müssen. Und das kannst du halt als Drag King sehr gut machen, weil da wird erwartet, ja, Maskulinität und das Ganze. Aber es ist wichtig für mich, dass ich damit den Leuten zeige, hey, es gibt auch noch mehr, traut euch einfach. Weil man kann alles Mögliche sein in Drag. Man kann alle möglichen Sachen personifizieren. Und das ist eine gute Sache für Leute, die mal kurz auch aus dem Alltag raus wollen, sich herzurichten, anders darzustellen und mal kurz einfach aus der Alltagsrolle, die sie drinnen haben, rauszukommen. Ich habe letztes Jahr beim Drag Race für den Tundenball, war das erste Mal auf der Bühne, erste Mal performt vor sehr vielen Leuten. Es war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber alle so, hey, du schaffst das. Ich war nervös, aber ich habe es probiert zu überspielen auf der Bühne. Da ist dazu gehört, das erste Mal Bühne vor so vielen Leuten, da bist du nervös und das Ganze, und dann überspielst du es und denkst dir, so, jetzt bist nicht du, du bist Yuka, du bist dein Drag-Charakter. Und als Vorbereitung bin ich auch als er herumgegangen, damit ich wirklich in den Charakter reinkomme. Es hat so mitgeführt, das war ein Wettbewerb, da waren 15 mögliche Punkte zu erreichen und ich habe 10 von 15 möglichen erreicht. Für meine erste Performance war ich da so, nice. Also ich habe echt nicht so schlecht mich dargestellt. An Drag ist für mich der interessanteste Aspekt, dass man für einen Tag, ein paar Stunden, wie lange auch immer sein kann, wie man möchte. Sollte man natürlich auch in seinem Leben sein, das ist ganz klar, aber im Sinne von, man kann einmal was anderes ausprobieren und man kann vor allem mit Geschlechterrollen spielen. Ich finde, man lernt auch sehr viel über sich als Frau dann wieder, wenn man einmal als Mann unterwegs ist. Man lernt vielleicht andere Formen von Selbstbewusstsein, man lernt das eigentlich, dass die anderen einen immer anders wahrnehmen, als man vielleicht auch selber glaubt dann. Und das kann man sehr gut für den eigenen Alltag dann wieder mitnehmen. Ich fühle mich selbstbewusster als Liam, was ganz, ganz spannend ist. Und das übertragt sich dann in diese Situationen. Und ich versuche auch in das Mindset zu gehen, wenn ich zum Beispiel wichtige Aufgaben erfüllen muss. Dann versuche ich, wie fühle ich mich als Drag-Person.
und dann versuche ich das irgendwie anzunehmen, obwohl da die Schoko ohne Schminke steht. Ich kann mich sehr gut an meine erste Drag-Performance erinnern. Ich war super nervös. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Was ich ein bisschen kritisch gefunden habe, ist, ich bin da sehr naiv eingegangen, das Ganze, auch weil für mich einfach binary ist, sie sind da, sie kehren aufgelöst, aber der Weg dorthin ist wichtig. Also der Widerstand war nur teilweise spürbar, es hat sehr polarisiert, interessanterweise. Von der einen Seite ist sehr viel Power auch gekommen zu dem, endlich gibt es einmal sowas auch, voll gut. Und von der anderen Seite war es irgendwie so, man hat es, glaube ich, nicht ganz einkategorisieren noch können und auch von der Erfahrung her wenig gehabt, aber so Voraussetzungen, ästhetische oder so, waren halt für diese Menschen nicht erfüllt, dass du halt perfekt deine Brüste quasi bindest oder dein Tissue bindest. Oder ja, so gewisse Kriterien, mit denen ich nicht konform bin und nach wie vor nicht konform bin. Also ich habe meinen Auftritt gehabt, da bin ich, und da war ein Space, da habe ich es nicht erwartet, ja, da ist eine Person, hat über mich gesagt, wer ist das? Ist das ein Er? Ist das ein Sie? Ist das ein S? Und das habe ich sehr übergriffig gefunden und das war für mich wieder mal so ein Wake-up-Call, okay, wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinkehren. Drag arbeitet halt oft auch mit Klischees und Überzeichnung von Klischees, das macht ja auch total Sinn. Aber wenn wir da nur Binaries auch wieder haben, dann repräsentieren wir die Szene in ihrem Ganzen nicht. Es ist sicher schwieriger. Es ist schwieriger, wenn man NB ist, es ist schwieriger gewesen, auch wenn man jetzt sagt, man ist Mask Representing, da schwingen nämlich ganz andere Ebenen mit. Also ich muss sagen, dass ich eine relativ starke Entwicklung merke, dass sehr viele Menschen jetzt sagen, wir nehmen uns den Raum und die Bühne. Das ist für mich Tendenz steigend. Es ist total erfreulich, es ist auch das Feedback, hey, eigentlich hätte man das voll lang irgendwie schon gern gemacht. Ich finde es gerade positiv und ich finde auch, dass Institutionen oder Vereine dem gegenüber sehr offen sind. Nicht alle, das hast leider wieder auch da dabei gehabt, aber trotzdem haben wir einen Platz gekriegt und ich finde das sehr positiv. Trotz Kritikpunkte haben wir es irgendwie geschafft und das ist sehr cool. Also das Selbstbild ist ja immer ein sehr spannendes Thema und ich finde, wir entwickeln uns ja extremst stark. Da ist die Veränderung einfach nicht zu stoppen, sondern das zuzulassen, ist extrem wichtig. Und deswegen ist auch Sexualität und Gender was extrem Fließendes. Also manche Menschen bleiben eher immer bei dem, wie sie sich immer gefühlt haben und denken über sowas nie nach. Ich war definitiv jemand, der das zerdacht hat bis zum geht nicht mehr. Also für mich war immer die Frage, dadurch, dass ich schon so früh unterbewusst begonnen habe, mich als Mann herzurichten, okay, wie sehe ich mich jetzt eigentlich? Suck my fluids, suck no agenda. Mask from the more, diversity to live and not to die for. Listen to me. Listen to me. Listen to me. Beim Auftritt vom Tuntenball war mir Diversität sowas von wichtig. Meine zwei Tänzer sind, wenn ich es jetzt outen darf, keine im klassischen Sinne Gay People. Sie sind straight identified oder nicht identified in dem Sinn. Das war mir schon mal wichtig, die Ebene reinzubringen, weil für mich sind diese Menschen absolut queer. Also es ist für mich, ich würde sagen, nur mehr als eine Orientierung, sondern wirklich ein Konzept, a way of life. Es dreht sich die ganze Performance genau um dieses Thema. Unter dem Meer sind wir nicht binär, he, she, it, kein S muss mit, das ist mir so wichtig. Die Message, die ich weitergebe, ist, nehmt euch den Raum. Und wenn Sachen jetzt noch nicht so perfekt sind und vielleicht auch nie perfekt sind, jede Person kann was nur diese Person in der Form kann. Nehmt euch den Raum, schaut schon, dass ihr ein Konzept habt und euch auch nichts aussetzt, was dann im Endeffekt nicht passt, weil das muss auch angenehm sein. Aber im Endeffekt drückt es euch aus. Mein Tipp ist zum Beispiel, schaut euch einfach Videos an und Tutorials oder wenn ihr eine Drag Queen seht, die euch taugt, schreibt sie einfach an und sagt, hey, mir gefällt dein Look, kannst du mir vielleicht sagen, wie du es gemacht hast oder die Brücke gefällt mir, wo du sie her hast und das Ganze. Und so kann man dann auch untereinander lernen und anfangen miteinander einfach eine Freundschaft oder generell einfach eine Verbundenheit aufzubauen in der Community. Was mir
persönlich immer am meisten hilft, ist, ich will es eigentlich niemandem recht machen, außer mir selber. Und man selbst ist aber oft am kritischsten, das ist eben genau das Problem, und steht sich dann selber im Weg. Aber ich habe mir vor dem ersten Auftritt gedacht, ich will dort eine Person berühren mit dem, was ich mache. Alles andere ist mir egal. Ich will nicht gewinnen, ich will nicht ins Finale kommen. Es reicht mir, wenn ich dort eine Seele berührt habe, weil dann hat meine Arbeit Sinn für mich. Es kann sein, dass man manchmal nicht mit offenen Armen empfangen wird, bei gewissen Veranstaltungen, Vereinen und so weiter. Und es ist okay. Also die Menschen, gerade in mehrfach diskriminierten Bereichen, haben auch Verletzungen. Und man muss wirklich gegenseitig und aufeinander schauen. Mach trotzdem dein Ding. Zieh's durch und mach's. Und lass dich nicht beirren, mach's einfach. Allein der Schritt, dass du rausgehst und dich so zeigst, macht dich schon einmal 100.000 Mal stärker als jeden, der dich dort kritisieren würde. Meine größten Supporter sind tatsächlich Menschen, die auch immer wieder gesagt haben, ich habe keine Ahnung, was du da machst. Ich verstehe es nicht 100%, aber hey, ich spüre es so und ich sehe einfach, dass das passt und dass dir das taugt und wichtig ist und go for it.